Leute, woran denkt ihr denn, wenn ihr das Wort Kommunismus hört? Vielleicht an den Geschichtsunterricht, an Stalin, die Sowjetunion oder die DDR. Ich denke mir dabei vor allem, das ist alles lang vorbei. Kommunistische Parteien haben in Deutschland heutzutage so gar nichts mehr zu sagen. Es gibt zwar noch die eine oder andere Kleinpartei wie die DKP oder die MLPD, die erreichen aber nie mehr als 0, irgendwas Prozent der Stimmen. Hat der Markt anscheinend weggeregelt. Sorry Marx, sorry Engels. Aber dann habe ich neulich aus Österreich diese Nachricht gesehen. Linksruck in Salzburg. Kommunist zieht in Stichwahl um Bürgermeisterposten. Oder die hier. Graz wird kommunistisch. Und noch eine. KPÖ erobert bei Salzburg-Wahl Landtagssitze in zweitem Bundesland. Was ist denn da los? Die KPÖ, das ist übrigens die Kommunistische Partei Österreichs. Und die feiert gerade einen Erfolg nach dem anderen. Seit 2021 stellt die KPÖ in Graz, der zweitgrößten Stadt in Österreich, die Bürgermeisterin. Die hat fast 29% der Stimmen geholt. 2023 holte sie bei den Landtagswahlen im Bundesland Salzburg ganze 11,7%. Und gerade erst hat die KPÖ bei der Bürgermeisterwahl in der Stadt Salzburg krass abgeschnitten. Ihr Kandidat hat da ganze 28% der Stimmen geholt und scheiterte erst in der Stichwahl. Viele Österreicherinnen und Österreicher feiern die Partei total ab und im Herbst wird in Österreich ein neues Parlament gewählt. Da will die KPÖ natürlich auch rein. Kommt in Österreich jetzt echt der Kommunismus zurück? Ist das die Antwort auf den Rechtsruck, wie manche sagen? Und wie viel Kommunismus steckt überhaupt in der Partei? Wir haben uns diesen krassen Aufstieg näher angeschaut. Los geht's. Um zu verstehen, was die KPÖ so erfolgreich macht, müssen wir an den Anfang der Erfolgswelle springen. Genauer gesagt zum 26. September 2021. Die Politik-Nerds unter euch wissen, an dem Tag gewinnt Olaf Scholz die Bundestagswahl in Deutschland. Im Nachbarland Österreich gewinnt aber diese Frau. Elke K. Kennt ihr nicht? Kannte ich auch nicht. Aber die Kommunistin holt bei der Kommunalwahl in Graz einfach mal 28,8% und wird Bürgermeisterin. Sie ist eins der zwei Gesichter, die für den Erfolg der KPÖ stehen. Das andere ist seins hier. Kai Michael Dankel. Mit nur 34 Jahren führt er die KPÖ bei den Landtagswahlen im Land Salzburg 2023 zu einem wahnsinnigen Erfolg. Mit ihm als Spitzenkandidaten sind die Kommunisten, in Salzburg unterstützt vom linken Wählerbündnis Plus, als KPÖ Plus angetreten. Und angeführt von Dankel holten sie da ganze 11,7%. Bei der Wahl davor gab es nicht mal ein halbes Prozent. Und genau dieser Dankel hat vor wenigen Wochen so richtig dick abgeräumt. Bei der Salzburger Gemeinderatswahl ist er mit 23,1% auf den zweiten Platz geschossen. Und dann gab es zeitgleich noch die Bürgermeisterwahl in Salzburg. Da hat Dankel dann quasi aus dem Nichts 28% der Stimmen geholt. Und am Ende war nur der sozialdemokratische Kandidat in der Stichwahl stärker. Und jetzt hat Salzburg einfach einen kommunistischen Vizebürgermeister. In 2 der 4 größten Städte Österreichs haben jetzt also Kommunisten was zu sagen. Im Vergleich wäre das bei uns Hamburg und Köln. Aber warum wollen so viele Österreicherinnen und Österreicher den Kommunismus zurück? Natürlich haben politische Entwicklungen immer viele verschiedene Ursachen. Aber wir haben mal 4 Elemente herausgearbeitet, die entscheidend zum Erfolg der KPÖ beigetragen haben. Erstens die Sache mit der Kommunalpolitik. Besonders auf lokaler Ebene kann man sehr genau Themen ansprechen, die Menschen in einer Stadt oder einem Bezirk besonders beschäftigen und sich auf einzelne besonders wichtige Themengebiete fokussieren. Und das hat die KPÖ sehr erfolgreich getan. Die Kommunisten setzten bei der Grazwahl und noch mehr in Salzburg brutal auf das Thema Wohnen. Sie haben bezahlbaren Wohnraum für alle Einkommensschichten und einen harten Kurs gegen Zweckentfremdung und Spekulation gefordert, auch gegen Airbnb und Co. Sie haben eine Liste mit 69 verschiedenen Maßnahmen aufgestellt, die gegen Wohnungsnot umgesetzt werden sollen. In einer der teuersten Städte Österreichs hat das Thema gezogen. Bei der Wahl in Salzburg war die KPÖ damit so hartnäckig, dass das Thema eines der wichtigsten im gesamten Wahlkampf geworden ist. Nächster Punkt. Der zweite Faktor des Erfolgs ist die Bürgernähe und besonders der Fokus auf finanziell schlechter gestellte Menschen. Die KPÖ bietet in mehreren Städten Bürgersprechstunden an, in denen sie als direkte Anlaufstation für hilfesuchende Menschen fungiert. Sei es bei Schulden oder bei Mietproblemen, die Menschen haben einen direkten Zugang zur Politik. Finanziert wird das unter anderem durch das Gehalt der
der KPÖ-Funktionäre. Die spenden nämlich einen großen Teil des eigenen Gehalts. In der Partei gilt, es wird selbst nicht mehr behalten als ein durchschnittlicher Facharbeiterlohn. Das sind ca. 2.200 bis 2.300 Euro netto. Der Rest wird gespendet. Das gilt für alle Mandatsträgerinnen und Mandatsträger. Und das gilt auch für die Aushängeschilder wie die einzige KPÖ-Bürgermeisterin Elke K. Sie behält von ihrem Gehalt nur 2.100 Euro. Eigentlich ist es viermal so hoch. Das Geld fließt dann in Sozialberatungsstunden, Mieterhotlines, Tierfutterbörsen und Notfallfonds. In Salzburg scheint sich das ausgezahlt zu haben. In der Vergangenheit war die Wahlbeteiligung in finanziell schlechter gestellten Wahlbezirken mit am niedrigsten. Eine Analyse von einem Statistikprof der Uni Wien zeigt, dass keine Partei bei dieser Wahl so viele Nichtwählende erreichen konnte wie die KPÖ. Die Partei hat also genau die Leute angesprochen, die Politik bisher nicht so richtig erreicht hat. Oder für die Politik nicht so viel getan hat. Und das schließt nahtlos an den dritten Erfolgsfaktor der KPÖ an, die Kandidatinnen und Kandidaten. So Leute wie Kai Michael Dankel und Elke K. Sie sind in ihren Wahlkreisen sehr bekannt und kommen bodenständig rüber. Und anders als man es oft aus der Politik kennt, treten die Kandidatinnen und Kandidaten der KPÖ selten aggro auf, sondern geben sich eher zurückhaltend und auffallend leise. Dankel selbst sagt, wir bleiben immer höflich. Und das ist wirklich alles sehr nett. Auf Instagram zeigt sich Dankel zum Beispiel als Familienvater, wie hier bei seiner eigenen Stimmabgabe bei der letzten Wahl. Oder hier, er baut Sandburgen und zeigt sich mit den Kleinsten. Falsches Bild. Das zieht. Als vierten Erfolgspunkt muss man aber noch eine Sache nennen, für die KPÖ nicht unbedingt selbst was getan hat. Sie ist auch Anlaufpunkt für gefrustete Wählerinnen und Wähler, die einer Partei die Stimme geben wollen, die nicht Teil des Establishments ist. Um das zu verstehen, muss man sich ein Bild von der politischen Situation in Österreich machen. Seit Dezember 2022 ist in Österreich laut Umfragen die rechtspopulistische FPÖ stärkste Kraft. In einigen Umfragen landet sie sogar bei um die 30%. Sie profitiert von einer hohen Unzufriedenheit mit der Regierungsperformance in der Bevölkerung. In einer gemeinsamen Erhebung der österreichischen Fernsehsender Puls24 und ATV sowie der größten Presseagentur APA von Ende 2023 kam heraus, dass 70% der Befragten unzufrieden mit der österreichischen Regierung sind. Laut verschiedener Erhebungen profitiert davon besonders die FPÖ. Aber auch die KPÖ scheint deshalb jetzt Stimmen einsammeln zu können, besonders im lokalen Bereich. Rein als Protestpartei sollte man die KPÖ aber nicht abtun, sagt der Politologe Matthias Lorenz von der Universität Wien. Ich denke nicht, dass wir das als Protestpartei abtun können. Im Gegenteil. Wir sehen, sehr viele Menschen leiden in Salzburg unter den massiv gestiegenen Mieten. Junge Leute können nicht von zu Hause ausziehen. Leute leben sehr beengt und haben Schwierigkeiten, überhaupt Wohnungen zu finden. Und da ist es total normal, dass eine Partei gewählt wird oder Parteien gewählt werden, die Lösungen anbieten, die Wohnungskrise beispielsweise zu bearbeiten. Und ich glaube, es ist ein normaler demokratischer Prozess, dass Parteien die Forderungen, die aus sozialen Bewegungen kommen, beispielsweise die Forderung nach leistbarem Wohnen hier aufgreifen und damit Politik machen. Zumindest auf regionaler Ebene und Landesebene gibt es Anzeichen, dass die KPÖ zumindest teilweise der FPÖ den Wind aus den Segeln nehmen kann. Selbst FPÖ-Kandidaten haben öffentlich bereits befürchtet, Stimmen an die KPÖ zu verlieren. Im großen Stil ist das aber noch nicht passiert. Also die KPÖ profitiert zusammengefasst in ihren Hochburgen vom Fokus auf soziale Themen, besonders das Thema Wohnen, von ihrer Bürgernähe, von einzelnen beliebten Kandidatinnen und Kandidaten sowie von der allgemeinen politischen Stimmung. Aber was ihr euch vielleicht auch fragt, vieles davon klingt eher nach bekannter linker und fast schon sozialdemokratischer Politik. Ist das überhaupt Kommunismus? Das Auftreten der KPÖ unterscheidet sich in Graz und Salzburg ziemlich deutlich davon, wie die Partei in anderen Teilen des Landes und auf Bundesebene auftritt. In Graz und Salzburg bricht die KPÖ ihre kommunistischen Visionen herunter auf konkrete sozialpolitische Maßnahmen und zielt nicht auf den großen Systemwechsel ab. Also das, was ich persönlich bei Kommunismus im Kopf habe. Man setzt sich eher für Mietrechtsberatung oder Freibadermäßigung für ärmere Menschen ein. Im Gegensatz dazu fordert die KPÖ auf Bundesebene und in Ländern wie der Steiermark radikalere kommunistische Maßnahmen. Laut dem programmatischen Dokument der KPÖ geht es hier unter anderem um eine Entmachtung der internationalen Konzerne und um die Auflösung aller Armeen. Beispielgefällig, sie will die Beseitigung der wachsenden ökonomischen und sozialen Unterschiede in Europa und der ganzen Welt durch Entmachtung der internationalen Konzerne, grundlegend demokratische und soziale Umgestaltung der EU und der Wirtschaftsbeziehungen in der Welt erreichen. Die KPÖ im Bundesland Steiermark nimmt auch kein Blatt vor den Mund und schreibt in ihrem Parteiprogramm, die politische Entmachtung der Kapitalistenklasse
Mittelklasse ist Voraussetzung und Banken, Versicherungen und Schlüsselbereiche der Wirtschaft gehören in die öffentliche Hand. Das klingt zumindest mehr so, wie man das von radikal linken kommunistischen Parteien kennt. Und auch wenn das hier kein Video über die Geschichte des Kommunismus werden soll, man muss es zumindest kurz thematisieren, Kommunismus steht auch für krasse Verbrechen und viele Millionen Tote auf der ganzen Welt. Und wir wollen sicherlich nicht die KPÖ dafür verantwortlich machen, aber wer bewusst das Wort Kommunismus im Namen trägt, muss sich auch gefallen lassen, dass dieser Zusammenhang hergestellt wird. Auf der Homepage der KPÖ findet man zumindest eine Rubrik Aufarbeitung der Geschichte, die sich kritisch mit der eigenen Geschichte und den Verbrechen des Kommunismus auseinandersetzt. Trotzdem gibt es natürlich eine gewisse Sensibilität bei diesem Thema. Und immer wieder kommen auch aus der Partei Aussagen, die zumindest aufhorchen lassen. Auch die Grazer Bürgermeisterin K. ist mehrfach durch Aussagen aufgefallen, die kommunistische Regime und ihre Nachfolger auf die eine oder andere Weise in Schutz nehmen. Sanktionen gegen Russland seien nicht zielführend und China habe immerhin kein anderes Land überfallen und es geschafft, einem großen Teil seiner Bevölkerung relativen Wohlstand zu verschaffen. Auf der Homepage der KPÖ steht zum Punkt Kommunismus: Wir heißen kommunistische Partei, weil wir ein gutes Leben für alle als grundlegende Alternative zum kapitalistischen Wirtschaftssystem anstreben. Deshalb lehnt die Partei auch eine Umbenennung ab. Aber wie geht's für die Partei jetzt weiter? Die KPÖ befindet sich im Aufwind, kann diverse Wahlerfolge auf kommunaler Ebene und Landesebene für sich verbuchen. Wie sieht's denn auf Bundesebene aus? Kann sie da ihre Erfolgsgeschichte weiterschreiben? 1:1 wird sie ihren Erfolg ziemlich sicher nicht übertragen können. Das liegt besonders an zwei Faktoren. Zum einen, die Gesichter für den Wahlkampf auf Bundesebene sind zu unbekannt. Im Vergleich zu Grazer Bürgermeisterin K. und Dankel in Salzburg kennt kaum jemand den Spitzenkandidaten Tobias Schweiger und die Spitzenkandidatin Bettina Prochaska. Prominenz ist für Kleinparteien besonders auf Bundesebene alles. Das sieht man bei einer anderen Kleinpartei in Österreich, die gerade für Aufsehen sorgt. Die Bierpartei um Dominik Vlasny steht in den Umfragen gerade landesweit bei bis zu 8%. Ihr Erfolgsrezept? Ein Spitzenkandidat, der Satire und politische Inhalte stark verknüpfen kann und mittlerweile im ganzen Land bekannt ist. Zur Bierpartei haben wir übrigens schon mal ein ganzes Video gemacht. Hier klicken, wenn ihr mehr darüber wissen wollt. Das zweite Problem der KPÖ ist, eine ihrer großen Erfolgsmaßnahmen ist recht schwer auf die Bundesebene übertragbar. Die beiden Spitzenkandidaten können nicht überall direkt vor Ort sein, den Leuten zuhören, mit ihnen reden und nicht für jede Person Sozialberatungsstunden anbieten. Das, was die Partei besonders in Graz und Salzburg so stark und nahbar gemacht hat, ist auf Bundesebene logistisch kaum machbar. Trotzdem kann sich die KPÖ Hoffnung machen, im Herbst auch ins österreichische Parlament einzuziehen. Umfragen sehen die Partei aktuell zwischen 4 und 5%, Tendenz steigend. In Österreich gibt es eine 4%-Hürde. Ein Einzug ist also aktuell nicht undenkbar. Fazit: Für eine radikale Veränderung des ökonomischen und politischen Systems in Österreich oder eine neue Weltordnung haben die Menschen bislang wohl eher nicht ihr Kreuz bei der KPÖ gemacht. Die KPÖ konnte in den letzten Jahren so sehr aufsteigen, weil sie einfach die Basics richtig macht. Menschennahe, lösungsorientierte Politik, die die Bedürfnisse der Wählerinnen und Wähler ernst nimmt und deren Hilfe sie auch sehr schnell erreicht. Außerdem macht sie auf lokaler Ebene eher soziale, pragmatische als linksradikale Politik. Auch gegen rechte populistische Strömungen kann das theoretisch ein Mittel sein, aber das muss man auf Bundesebene erst einmal umsetzen können. Wie ist es mit euch? Könntet ihr euch vorstellen, so eine Partei zu wählen? Oder seid ihr da eher bei der Bierpartei? Schreibt es mir in die Kommentare. Unser Abo-Button ist quasi auch Kommunist, denn er ist für alle da. Direkt hier klicken. Hier sagen wir euch, warum eine Linke gerade TikTok aufmischt, und bei High Performer Henning gibt es das Gegenteil von Kommunismus.